Ja, hallo, ist der Marco. Heute geht es um ein Thema, was total wichtig ist, weil ich glaube und ich weiß es mittlerweile eigentlich auch, zumindest für mich persönlich, dass wenn man sich mit Gesundheit beschäftigt, gar nicht so sehr ins Detail rein muss, ja. Also vielleicht ist das typisch deutsch, dass wir alles irgendwie ganz genau wissen wollen, wie viel Nährstoffe in Mikro- oder Mikrogramm wir brauchen, wie viel Kalorien Umsatz wir haben und lassen uns das durch irgendwelche Körperfettwagen und durch irgendwelche Messungen, sag ich mal, bestätigen. Aber Tatsache ist ja, Kalorienzählen macht keinen Spaß und die Menge der Nährstoffe und Kalorien, die ich täglich brauche, ist ja immer höchst unterschiedlich, ja. Je nachdem, wie lang und wie aktiv ich meinen Tag gestalte, wie erholsam mein Schlaf ist und so weiter, ist ja der Bedarf immer ein anderer. So, das heißt, alles das, was wir tun, die Energie, die wir dafür benötigen, ist ja sowieso momentan in meinem Körper gespeichert. Wenn ich jetzt rausgehe und ein paar hundert Meter renne, ja, richtig mit Vollgas, ja, dann ist das so, dass ich die Energie von dem nehme, was ich im Körper gespeichert habe. Also ich brauche dafür nicht vorher noch was essen. Also ich kann den Sport auch auf nüchternen Magen morgens ganz hervorragend durchführen. Und was das Problem gerade in der westlichen Gesellschaft ist, dass die meisten Menschen ja übergewichtig sind. Wir empfinden Übergewicht sogar als normal, als die Normalität. Okay, dann empfinden wir es auch offensichtlich als normal, dass zwei Drittel der Menschen in Deutschland an Herz-Kreislauf-Erkrankungen leiden und sterben dann halt auch und das restliche Drittel hat Krebs oder so. Ja? Also wir sterben eigentlich an Dingen, die sich im Laufe unseres Lebens zugetragen haben, die wir so hätten durchaus beeinflussen können. In ganz wenigen Ausnahmen hätte es vielleicht keinen Einfluss gegeben, ja, gerade auch bei Unfällen oder wirklichen Gendefekten. Aber das meiste ist ja antrainiert. Gerade unser Übergewicht ist in der Regel antrainiert und nicht, weil irgendwelche Sachen in unserem Körper nicht funktionieren oder weil wir halt einen falschen Stoffwechsel haben, sondern weil wir uns eben falsch ernährt haben, funktioniert unser Stoffwechsel nicht richtig. Und deswegen, sage ich mal, haben wir den Eindruck, dass wenn wir relativ wenig Kalorien zu uns nehmen, überproportional Gewicht und Körperfett zulegen. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Wenn ich jetzt mal kurz überlege, ich bin knapp 1,80 Meter groß in meinem 57. Lebensjahr. Ja, und wiege im Moment 68 Kilo. Ich meine, ich hatte mal über 20 Kilo mehr, aber jetzt im Moment wiege ich 68 Kilo. Dann habe ich einen Grundumsatz von ungefähr 1800 Kalorien pro Tag. Und ich sitze ja aber nicht nur auf meinem Hintern, sondern ich bewege mich ja ein bisschen oder gehe mal Trepp auf, Trepp ab und bin mal irgendwo unterwegs. Dann komme ich vielleicht auf 2200, 2300 Kalorien pro Tag. Kalorien, nicht Nährstoffe, also reine Energie. Und das ist natürlich ganz, ganz einfach zu erreichen. Dafür brauche ich nicht viel Essen. Und wenn man sich überlegt, was die meisten Menschen so zu sich nehmen, und jeder sagt ja so, so viel Fastfood esse ich ja gar nicht und eigentlich ernähre ich mich ja ganz gesund. Dann ist es ja meistens so, dass man sich selber belügt und wenn man dann die Kühlschranktür mal aufmacht, dann sieht man die komplette Katastrophe da drin, ja. Dann sieht man eben, dass da viele Fertiggerichte drin sind, ja, vielleicht eine Tiefkühlpizza, Salami-Pizza, schön lecker, ja, oder irgendwie der Nudelauflauf, den man sich mal eben kurz in den Backofen schiebt. Und wenn man das noch nicht mal macht und unterwegs ist, ja, das sind zum Beispiel Gerichte Pommes Currywurst, Pizza Salami, ja, Tortellini überbacken zum Beispiel. Das sind alles Gerichte, die zwar super lecker sind und uns 2, 3 Stunden auch satt halten, aber die locker 1000 Kalorien haben können, ja, in einer normalen mittleren Portionsgröße. 1000 Kalorien. Wie will man diese extra 1000 Kalorien denn wieder wegbekommen? Man hat ja schließlich auch gefrühstückt und isst noch was zum Abendbrot, ja. Das ist natürlich echt ein Problem. Ich sage immer so ganz gerne als Beispiel, ich bin immer relativ enttäuscht, wenn ich nach einer guten Joggingrunde morgens meine 5 Kilometer gelaufen bin, ja, und das in einem moderaten Tempo mache, was durchaus anstrengend ist, mich aber nicht erschöpft, dann habe ich gerade mal zusätzliche 300 Kilokalorien verbraucht. 300. Also ein Maßriegel oder ein Snickersriegel. Mehr ist das nicht. Wenn ich jetzt mich an den Frühstückstisch setzen würde
und 2 Brötchenhälften mit Nutella essen würde, dann hätte ich schon 550 Kalorien und das ohne nennenswerte enthaltene Nährstoffe zu mir genommen. Ja? Gesättigte Fette und so weiter mit drin und ja, viel Zucker und so, ja, ist ja alles gar nicht gut, wissen wir. Und das setzt sich meistens über den Tag fort. Viele von uns denken von Essen zu Essen. Die denken an nichts anderes, ja. Die denken, was esse ich denn heute Mittag, was esse ich heute Nachmittag, Kaffee, Kuchen vielleicht, was esse ich heute Abend. Also die denken immer nur von Essen zu Essen und denken gar nicht daran, dass der Körper eigentlich schon genug Energie gespeichert hat, ja. Erst recht, wenn ich als Mann einen Körperfettanteil von über 15, 16% habe, dann habe ich eigentlich wochenlange Energie gespeichert. Also 1 Kilo Körperfett hat ja 8.000 bis 9.000 Kalorien gespeichert. Ja? Das heißt, die meisten von uns tragen ja einige Kilogramm zu viel Körperfett mit sich herum, was uns belastet, auf unsere Knochen, auf unsere Knie, auf unsere Wirbelsäule geht und so weiter. Und darüber hinaus drückt dieses viszerale Fett auf unsere Organe, schneidet den Organen die Luft ab, drückt da drauf, ja, speichert auch noch viele Schwermetalle. Das heißt, wer einen hohen Körperfettanteil hat, der kann auch schlecht entgiften, hat meistens auch einen schlechten Stuhlgang und so weiter. Es ist ja halt ein Teufelskreislauf. Und das, was wir als normal empfinden, ist halt der normale, kranke Mensch, der im Durchschnitt in Deutschland 12 kranke Jahre hat, multimorbid, glaube ich, ist der Fachbegriff, bevor er stirbt. Ja? Das heißt, 12 Jahre, in dem es einem nicht mehr gut geht, in dem man alle möglichen chronischen, nicht ansteckenden Krankheiten haben kann. Ja? Über Diabetes, über Krebs, über, was weiß ich, Bluthochdruck und was weiß ich, Demenz fängt bei vielen oft an und so weiter. Ja? Das sind ja alles degenerative Erkrankungen, denen wir entgegenwirken können, wenn wir einfach weniger Kalorien und mehr Nährstoffe zu uns nehmen würden. Ja? Oder wenn ich jetzt mal zum Italiener gehe, mal ein Spaghetti-Eis nehme, da sind ja ruckzuck 500, 600 Kalorien weg, je nach Portionsgröße natürlich. Ja? Und ich habe wirklich nur rein Energie zu mir genommen, keine wichtigen Vitamine und Spurenelemente und so weiter, und was man da noch alles braucht, und Enzyme und weiß der Geier und Proteine, da ist ja nichts davon drin. Das ist ja wirklich fast nur Zucker, industriell hergestellt, also wenig Natürliches noch drin, vielleicht ein bisschen Erdbeeraroma in der Soße, ja. Ja, also das ist ja wirklich der Hammer. Das heißt nichts anderes, dass wir vor vollen Tellern innerlich verhungern. Voll, weil wir satt werden, weil es uns schmeckt. Und verhungern tun wir innerlich, weil der Körper eigentlich nicht die Bestandteile benötigt, die er für ein gesundes, aktives, langes Leben benötigt. Und das ist genau das Hauptproblem. Wir belohnen uns mit den Dingen, die unseren Körper auf Dauer zerstören. Und wir merken es noch nicht mal, weil das eben ein Prozess ist, der Jahrzehnte dauert. Ja? Also wenn ich jetzt mal zu aktiv gefeiert habe und wirklich Völlerei betrieben habe, noch viel Alkohol getrunken habe, dann merke ich schon nächsten Tag, dass es nicht so gut war, was ich da am Vortag getan habe. Ja? Aber im Normalfall, bei unserem normalen Essverhalten, bei den Backwaren, bei den Weizenprodukten, die wir dann zu uns nehmen, die so schön lecker duften, ja, die uns in dem Moment, wo wir es essen, ja auch total zufriedenstellen, ja. Ja, oder das Buttercroissant und so weiter. Ja? Aber wir vergessen total dabei, dass es uns nicht ernährt, sondern dass es uns nur schmeckt und nur satt macht. Und darauf verwenden wir unsere einzigen Gedanken. Und dann ist es ganz klar, dass wir eigentlich krank werden müssen. Es ist keine Option. Wir müssen krank werden bei so einem Verhalten. Und das Schöne ist, also ich habe für mich entschieden, dass ich das nicht mehr mitmache. Ja, also dass ich wirklich ein bisschen mehr auf die Ernährung achte. Ich bin nicht völlig abstinent, ja, aber ich ernähre mich überwiegend pflanzlich, trinke sehr wenig Alkohol, ja, und das Stück Kuchen beim Schwiegervater nehme ich manchmal nur widerwillig an oder dann vielleicht, wenn er ja irgendwas zu feiern gibt, irgendein Geburtstag gefeiert ist, dann in Gottes Namen, ja, dann esse ich mal so ein Stück. Aber nicht, weil ich das möchte und erst recht nicht, weil es mir gut tut, sondern nur, weil mich eigentlich die Höflichkeit und Freundlichkeit und dieser gesellschaftliche Druck mich dazu zwingt. In dem Moment lasse ich mich auch zwingen. Ich könnte natürlich sagen, Kuchen, um Gottes Willen, ja, kann mein Körper irgendwie gar nicht gebrauchen.
Und dann erntet man ja nur irgendwie verstörende Blicke, so nach dem Motto, Marco, was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Ja, also mein gesundes Verhalten wird ja in der normalen Bevölkerung als unnormal dargestellt. Ist ja der Hammer. Man muss sich dafür rechtfertigen, sich gesund zu ernähren und sportlich aktiv zu sein, ja. Und viele Leute sagen mir dann zwar, ja Marco, ich wäre zwar gerne so wie du, aber ich hätte ja gar nicht die Zeit dafür, den Sport zu machen und ich habe auch keinen Bock zu kochen, um mich so mit Ernährung auseinanderzusetzen. Und ja, das kann ich irgendwo verstehen. Der Mensch ist ja von Natur aus bequem. Also ich für mich habe eine andere intrinsische Motivation für mich aufgebaut und tue das komplett freiwillig und habe auch wirklich Spaß an meinem neuen Leben, was ich die letzten Jahre schon genießen kann, wo ich meine biologische Uhr komplett zurückgedreht habe. Um was weiß ich wie viele Jahre, locker über 10 Jahre habe ich die zurückgedreht. Und ich genieße das mit jedem Atemzug, mit jedem Schritt, mit jeder Treppe, die ich gerne laufe, die ich auch nicht vermeide, mit jedem Eimer Wasser, was ich zum Autowaschen trage, rechts und links, ja, 15 Kilo, ja. Also jede körperliche Anstrengung kommt mir gelegen. Hammer, ne? Weil ich weiß, dass es meinem Körper gut tut. Während die meisten anderen Menschen genau andersrum denken und jede körperliche Anstrengung vermeiden wollen. Die wollen für alles eine Fernbedienung und ein elektrisches Hilfsmittel und ein E-Bike und eine Rolltreppe und den elektrischen Mixer und die ganzen elektrischen Küchengeräte. Manche haben ja 10, 15 elektrische Küchengeräte, um sich helfen zu lassen. Ja, ja, ist ja auch schwer, so einen Kuchenteig zu kneten oder sonst was oder so einen Brotteig. Ja, unsere Omas haben das irgendwie alle noch hinbekommen, ja, und die waren tendenziell auch eher gesünder. Aber wir, durch diese ganzen Hilfsmittel, die wir haben, werden wir immer bequemer. Und die Bequemlichkeit macht uns natürlich kaputt. Aber nochmal zurück zu dem Kalorienüberschuss. Das heißt, unbemerkt sind wir halt jeden Tag in einem Kalorienüberschuss. Und wenn wir dann noch irgendwie süße Kaugummis oder irgendwas da reinhauen oder wenn mal einer Geburtstag hat, da irgendwie greifen, da die Süßigkeiten und hier den Schokokuss und dann noch ein Stück Kuchen und hier und da. Also die meisten verneinen das ja, dass sie sowas regelmäßig tun würde, gehen aber trotzdem in die Breite und ja, die Waage sagt in der Regel was anderes. Aber das Gewicht ist natürlich nur ein einziges Kriterium, ob jemand gesund ist oder krank ist. Ich meine, ihr könnt den Body Mass Index ganz gut nutzen, ne, indem ihr Alter, Gewicht und Geschlecht da eingebt und dann weiß man das schon ungefähr, ob ihr in einem grünen oder nicht so grünen Bereich seid. Aber ganz ehrlich, diese ganzen Messwerte braucht man eigentlich gar nicht. Ich weiß gar nicht, warum die Leute so geil sind auf Messwerte. Ja klar, ich habe selber auch eine Smartwatch und lese da ein paar Werte ab. Und ich freue mich dann auch, wenn ich dann irgendwie mittags schon 7.000, 8.000 Schritte habe und dann gar keine Probleme habe, am Tag auf 10.000 zu kommen. Aber ich ärgere mich dann auch, wenn ich mal an einem Tag etwas inaktiv war, ein bisschen Büroarbeit oder ein bisschen mehr Büroarbeit machen sollte als sonst, vielleicht nicht rausgefahren bin zu einem Fotoauftrag zum Kunden und einfach mehr Zeit oder vielleicht den ganzen Tag sozusagen im Büro verbracht habe und dann sehe ich, ich habe auf einmal nur 3.000 Schritte. Und der Punkt ist ja der, man braucht nicht nur ab und zu mal diese, ich sage jetzt mal, ich bleibe mal bei den 10.000 Schritten, sondern man braucht sie jeden verdammten Tag. Weil wir auch jeden verdammten Tag eigentlich ganz schnell viel zu viel Kalorien zu uns nehmen und zu wenig Nährstoffe. Wer also abnehmen möchte, ist also mit einer Diät gar nicht so gut beraten, wo man dann eine Zeit lang weniger isst, sondern man ist gut damit beraten, langfristig eine Ernährungsumstellung zu machen. Also immer mehr pflanzliche Produkte, die sowieso mehr Vitamine, Nährstoffe und gesunde Dinge haben und tendenziell weniger Kalorien und mehr von den fettigen und frittierten und potenziell krebserregenden Sachen abweichen. Ja? Und wenn man das Schritt für Schritt macht, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Ja, meine Frau und ich ernähren uns jetzt seit 7, fast 8 Jahren ausschließlich pflanzlich und machen tendenziell auch mehr Sport als früher. Und das ist einfach eine komplette Transformation. Wer will, der kann. Die Frage ist, wodurch lasst ihr euch motivieren? Wodurch lasst ihr euch motivieren? Das kann ja ganz unterschiedlich sein.
Das können irgendwelche anstehenden Operationen sein, irgendwelche Schmerzen. Vielleicht seid ihr auch schon mal eingeliefert worden ins Krankenhaus mit irgendeinem medizinischen Notfall, ja, Verdacht auf Schlaganfall oder Herzinfarkt, ja, sehe ich ganz viel. Auch ganz viele Leute mit Bandscheibenoperationen, ja, wo einfach die Bandscheiben nicht richtig ernährt worden sind, viel dünner geworden sind und durch fehlende Bewegung im Oberkörper und vieles Sitzen ist das alles immer weiter verkümmert. Irgendwann reibt Knochen auf Knochen und dann tut es halt tierisch weh und dann, oh mein Gott, ja, das ist schlimm. Das ist schlimm. Aber wir haben eine andere Wahl und können unser Leben anders gestalten. Das ist die positive Nachricht. Also nochmal als Fazit von diesem Video. Wir verhungern vor vollen Tellern, weil wir im Kalorienüberschuss leben und in einer Nährstoffmangelerscheinung leben. Und wenn wir uns dessen bewusst sind und dem aktiv entgegenwirken, dann liegt uns eine gesündere, bessere, aktivere, positivere Zukunft vor uns, wo wir im Prinzip die Zeit, von der wir krank werden, bis wir sterben, weiter komprimieren. Ich habe gehört, die Adventisten in der Blue Zone in den USA, die haben das auf 1 bis 2 Jahre verkürzt. Das heißt, die sind nur noch 1 bis 2 Jahre krank, bevor die sterben. Ist doch geil. Bei uns sind es 12 Jahre. Oh, möchte ich eigentlich so nicht erleben. Da sieht man auch ganz viel Elend. Ich war wieder in einigen Pflegeheimen unterwegs als Fotograf. Puh, möchte man eigentlich nicht so haben. In diesem Sinne, bleibt gesund, euer Marco. Ciao.